So. Und ab jetzt sind wir live und es ist leise geworden hier drin. Ja, wir sind hier beim Formula Student Austria Event und wir haben hier natürlich nicht nur Maschinenbauer, sondern auch richtig talentierte Softwareentwickler von überall auf der ganzen Welt. You are from Hungary? Yes. Die beiden, oder die drei, nee, die vier sind von Deutschland. Einmal haben wir, nee, du bist nicht von Deutschland. Wo bist du her? Where are you from? I'm from Greece. From Greece. Ja, wir sind aus Ingolstadt. Sie sind von der TH Ingolstadt. Du bist von Erlangen. Andi von Erlangen. Wer kommt aus TU München? Von der TU München haben wir auch noch zwei da und die machen alle die Coding Challenge und ihr dürft die auch mitmachen. Ihr findet alles, was ihr braucht, unten in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt dieselbe Coding Challenge machen wie unsere Teilnehmer hier vor Ort. Ihr habt zwei Challenges. Die erste Challenge konnten die Teilnehmer hier schon den ganzen Tag über machen. Das war die Challenge 1. Wenn ihr unten auf den Link geht, da findet ihr beide. Die Challenge 2, das ist die wir jetzt gleich starten werden. Die ist noch gar nicht ganz da, weil wir euch ein bisschen Zeit zum Einrichten geben wollten. Auch euch ein bisschen Zeit zum Einrichten geben wollten, damit ihr alles aufrufen könnt, alles setupen könnt. Denn ihr habt insgesamt eine Stunde Zeit. Ab 15:45 Uhr geht es offiziell los. Die Teilnehmer hier haben schon ein bisschen gecheatet, ich bin ehrlich. Ich habe gesehen, dass ein paar schon angefangen haben. Aha. Gut. Ja. Also die beiden haben noch nicht angefangen. Sie haben angefangen. Genau. Und wie gesagt, ihr könnt auch super gerne einmal unten drauf gehen. Und an der Stelle für die Leute, die die Challenge schaffen, die natürlich ja auch dann gezeigt wird, die können sich bei Audi einen kleinen Vorteil bei der Bewerbung erarbeiten. Ihr seht hier hinter mir, es gibt duales Studium, es gibt Abschlussarbeit, es gibt Praktika und ihr könnt dann einmal dort reingucken und schauen, was ihr schafft. Weil Audi sucht einfach gerade Softwareentwickler und ihr seid Softwareentwickler und die Leute hier sind auch Softwareentwickler. Ja, habt ihr irgendwelche letzten Worte, bevor es losgeht? Do you have any last words before we start? Check us out on Facebook, BME Motorsport. Check us out on Facebook, BME Motorsport. Ja, also um das ganze Event nochmal zu erklären, Formula Student ist tatsächlich von Studenten, also ihr seht hier hinter mir auch immer wieder solche Studenten-Formula-Autos und die sind komplett zusammengebaut von Studenten innerhalb von einem Jahr. Also wirklich von allem, vom Bauen über die Software, über alles. Und es gibt verschiedene Challenges, auch für die zu lösen. Und eben eine davon ist natürlich die Software-Challenge. Da kennen wir uns hier am besten aus. Deswegen machen wir auch genau das hier vor Ort und live für euch. Und wir haben ein richtig geiles Team heute dabei. Genau. Vielleicht einmal noch die Challenge kurz vorher erklärt, was auf euch zukommt. Also ihr werdet eine Eingabe bekommen und ihr müsst eine Ausgabe produzieren. Wie immer eigentlich bei so einer Coding Challenge. Und die Beschreibung definiert, was ihr genau tun sollt. Sprich, soll ich schon spoilern? Ihr habt es eh schon gelesen, ne? Okay, dann fange ich schon mal an. Also ihr könnt unten auf dem Link innerhalb von 6 Minuten könnt ihr loslegen. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, Sprachen zu verwenden, die ihr benutzen wollt. Also wahrscheinlich die meisten werden Python machen. Interessanterweise haben wir hier sehr viele Embedded-Entwickler. Da drüben sitzen ein paar. Die haben sich dann doch für C entschieden. Ihr habt die Qual der Wahl, welche Sprache ihr benutzt. Ihr könnt dort über die Standardeingabe alles einlesen, was wir euch geben. Und über die Standardausgabe könnt ihr alles ausgeben. Ihr kriegt auch, wenn ihr die Sprache auswählt, kriegt ihr so eine kleine Hilfestellung, wie ihr das machen könnt in der jeweiligen Sprache. Und die Challenge selber ist im Endeffekt eine algorithmische Challenge, wo ihr Zahlen so sortieren müsst, dass sie gewisse Bedingungen erfüllen. Und ich werde hier sein, die ganze Zeit. Ich werde euch die Bildschirme von den Teilnehmern zeigen und dann natürlich auch kommentieren, was hier so passiert. Ihr könnt natürlich ein bisschen bei den Teilnehmern spicken, aber natürlich sicher, dass die auch nicht immer alles richtig machen. Eventuell, man weiß es nicht. Nein, aber natürlich seid ihr da voll dabei. Und ja, an sich ist die Challenge heute mittelschwer. Wir machen genau dasselbe morgen nochmal. Da wird es dann eine schwerere Challenge, weil Audi gemeint hat, hey, wie können wir denn, wenn wir zu viele coole Leute haben, wie können wir denn die richtig krassen auswählen? Und dazu ist die morgen da.
wenn ihr online mitmachen wollt, wie gesagt, ihr könnt das alles benutzen. Genau, wie gesagt, ich sehe hier den Livestream auch komplett. Und wenn wir ein paar Verbindungsfehler haben, dann tut mir das sehr leid. Wie gesagt, wir streamen hier gerade mit mobilem Internet teilweise, weil wir uns ein bisschen arrangieren müssen. Cool. Habt ihr vielleicht noch Fragen? Do you have any questions before we start? No questions left. Cool. Sehr, sehr gut. Wenn ihr online noch Fragen habt, wie gesagt, ich habe den Stream. Nice. Da vorne haben wir auch die Leute von Audi gerade. Auch hier zurück. Woo! Sehr cool. Ja, ich habe versucht, sie zu überreden, ob sie auch mitmachen wollen bei einer Challenge. Sie haben Nein gesagt, beziehungsweise erst haben sie Ja gesagt, dann haben sie gesagt, aber sie lassen es dann doch lieber den Studenten. Warum auch immer, vielleicht kriege ich sie morgen dazu, mal gucken. Wir werden es rausfinden. Okay. Hat bei euch soweit alles geklappt? Ich warte hier einmal ganz kurz auf Bestätigung. Das große Problem ist natürlich, dass wir immer ein bisschen Verzögerung haben. Das heißt, wenn ihr was schreibt, dann sagt oder erwartet vielleicht nicht, dass ich sofort alles Bescheid weiß. Aber im Grunde genommen habe ich alles im Blick. Okay, dann würde ich vorschlagen, ihr hier vor Ort habt natürlich einen kleinen Vorsprung. Ihr könnt schon mal starten und wir fangen an, die Bildschirme zu übertragen. You can start if you want to. We do have some people working in pairs. Wir haben ein paar Leute, die zusammenarbeiten. Das könnt ihr zu Hause natürlich auch machen. Ihr könnt alles benutzen, was euch das Internet hergibt. You can use everything the Internet has to offer. So don't hesitate to Google stuff. We even made the challenges ChatGPT proof. At least we tried. Genau. Und dann könnt ihr gerne loslegen. Wie gesagt, die Challenge 2 ist die hier live machen. Die Teilnehmer hier vor Ort. Ihr online könnt natürlich auch noch Challenge 1 machen. Euch lasse ich das frei, welche ihr benutzen wollt. Wir werden aber hier vor Ort live eher auf die Challenge 2 eingehen und nicht unbedingt auf die 1. Und ja, wir sehen schon, es wird live weitergecodet. Ich würde vorschlagen, wir wechseln einmal kurz rüber zu unserem ersten Teilnehmer, den ihr nun auch sehen solltet. Genau, so. Und zwar, wir sehen hier die ersten Arbeiten mit Python. Und wir haben im Endeffekt schon so das Grundgerüst. Wie gesagt, in einer Minute könnt ihr auch loslegen. Wir haben hier das Grundgerüst für ein ganz normales Programm, könnte man sagen. Und vielleicht noch ganz kurz erklärt, ihr könnt die Beispiele relativ simpel zurücksetzen, beziehungsweise links auf der linken Seite bei den Challenges könnt ihr natürlich alles wieder resetten und alles nochmal neu testen. Vielleicht gehe ich einmal kurz durch die Challenge durch, wenn ihr die jetzt auch gleich habt. Ich möchte nur kurz noch einmal durchgehen, was die anderen so machen. Und zwar die zweiten Teilnehmer. Haben wir? Yes. You already made it. He cheated to begin earlier. You began earlier, didn't you? Yeah. That was so fast. When did you start? Before you start the stream. Ah, okay. Okay. Einfach losgelegt, bevor wir angefangen haben zu streamen. Ja, er hat es tatsächlich schon geschafft, die ganze Challenge. Vielleicht wollen wir nicht drüber reden, wie du es geschafft hast. Maybe let's not talk about how you did it, because it would spoil the other people's challenge. Should I close it or continue with? But yeah, that's awesome. You were so fast. Holy shit. Firstly, we just need to know how to get the input, get the correct input. Yeah. So, after we get the correct input, we know. Maybe let's not talk about it, because I think people at home did not even start the challenge. They can start right now. So you had a little too. You were a little too fast for them. Aber um es mal so zu sagen, er hat es in 19 Zeilen geschafft. Also so schwer ist die Challenge nicht. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht, ich bin ehrlich. Ich habe vor allem auch mehr Zeit gebraucht. Es waren vor allem nur 20 Minuten oder so. Wow, beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch. You can, if you want to, you can also go for the first challenge as well. You didn't do that yet, did you? Okay,
So we have one participant doing the first challenge. You can go to solve. Dann die hier. Okay. So now you can switch to the language you wish. Okay. Gut, dann haben wir einmal nachjustiert, weil ein Teilnehmer einfach sehr, sehr schnell war und sehr früh gestartet hat, direkt die erste Challenge geschafft hat. Das ist sehr beeindruckend. So. Muss mal wieder 6, 2, 3, 4, 5. 6 und das ist 6 und sonst passt es. Also 1 ist raus Okay. und der Rest ist normal geblieben. Okay, wir sehen hier schon, ein paar Leute benutzen auch ganz gerne Hilfsmittel. Das finde ich sehr gut. Ja, das Internet hat einiges anzubieten. Zum Beispiel auch einen C# Online-Compiler, wie ich sehen kann. Das ist bei unserem 5. Teilnehmer, sehen wir das? Die dann einfach sich mal angucken und das Ganze auch mal online quasi so für sich debuggen können. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, bei uns zu debuggen. Ist ja auch Professor geworden. Genau. Wo ist der Backward-Slash bei Mac? Ich bin kein Mac-User. Wo ist der Backslash bei Mac? Er meinte, wo der Backslash ist bei Mac, glaube ich. Wenn man zurückgeht oder? Nee, quasi das Zeichen, Backslash. Also quasi der Slash nur andersrum. Hier, also mit Shift und der hier oder welchen meint ihr? Warte. Ich zeig's dir an einem Windows-Rechner. Aber man sieht's gar nicht bei denen. Es gibt einen, quasi nicht der normale Slash. Also so der Slash? Ja, genau. Bei den beiden natürlich, beim Mac. Das ist ja Mac. Ah ja, stimmt, das ist auch So, und den auch. Ja. Boah. Können die sonst einfach kurz googeln? Shift 7 wird im Chat geschrieben. Shift 7. Ah, der Chat hat schon geholfen. Dankeschön, danke Chat. Alt-Shift 7, ja perfekt. Chat einfach, beste. Und direkt auch einen Backslash reingeschrieben, damit ihr ihn rauskopieren könnt im Zweifelsfall. Das nenne ich Engagement. Vielen, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob ihr Chat benutzen könnt. Ja, du hast auf jeden Fall gewonnen. Du kannst auf jeden Fall jetzt loslegen mit den Challenges, beziehungsweise du hast sie wahrscheinlich schon. Feedback aus dem Chat, wir können gerne den Screen wieder zeigen. Ist sehr interessant zu sehen. Gut, dann gucken wir noch mal rein. Ich würde vorschlagen, wir gucken direkt mal bei euch? 1, 2, 3. Ja, können wir machen. Nee, können wir nicht machen. Ihr seid rausgeflogen. Krise. Machen wir noch mal kurz F5. Ja, kannst du machen. Dann gerne Share Screen. Select. Ja, Select Screen to Share. Und dann Bildschirmverteiler erlauben. Jetzt kannst du wieder rübergehen. Also diesen Bildschirm. Danke. Okay, weiter. Ich gehe einfach mal kurz durch bei euch. So, jetzt haben wir lange nicht Scannet ist das Problem. Aber Scannet ist doch einfach. Achso, ja. Achso, ihr schreibt in 10, ne? Ja, muss. Ihr seid die komplett Verrückten. Ja,
Warum C? Ich frage einfach mal hier so rein. Also in Python habe ich auch schon programmiert, aber mit C fühle ich mich irgendwie einfach ein bisschen noch, benutze ich mehr, deswegen benutze ich lieber eine Sprache, die ich mehr benutze, als Python es vielleicht einfacher wäre. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Du machst wahrscheinlich mehr so Embedding auch? Ja, genau. Also bei uns bin ich auch Teil beim Platin-Team, wo wir die Softwares entwickeln, Ja. aber auch beim Driverless-Team, wo wir dann auch mehr objektorientiert C++ und sowas machen. Aber C ist irgendwie das, was mich immer abholt. Ja, macht Sinn. Ist auch eine coole Sprache. Kann man hier auch, wenn man seinen Code läuft, braucht man den Output sehen oder muss man einfach hoffen, dass es passt? Weil, also Ja, du kannst immer was ausgeben, wenn du möchtest. Aber wo sehe ich das dann? Ähm, Kann ich das, Gib mal was aus. ja, ich habe Printf gerade. Dann hast du einen Fehler drin gehabt im Code. Ich sehe es ja. Wenn du keinen Fehler hast, dann wird dir die Ausgabe ausgegeben. Gut, dann sehen wir, glaube ich, gerade. Gehen wir mal rüber auf Bildschirm 3, würde ich vorschlagen. Und schauen uns mal kurz an, was die Jungs machen. Sie fügen sich ja wirklich zum Einkaufswagen hinzu. Sehr gut, finde ich super. Okay, so, dann gehen wir noch mal kurz rüber. Und zwar zu wem haben wir denn noch nicht geguckt gerade? Gucken wir doch mal bei 4 rein. Noch jemand, der mit C arbeitet. Challenge 2 und das auch in C. So, ich würde jetzt einfach mal kurz ein bisschen bei seinem Code kommentieren, sofern ich das sehen kann. Er ist super schnell. Und zwar, er arbeitet hier mit verschiedenen Arrays, mit einem Array, in das er natürlich die Challenge an sich reingeschrieben hat. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Challenge an sich. Also ihr müsst ja bei der Challenge sozusagen die Zahlen richtig sortieren, dass die das akzeptieren. Und genau, das wird hier, also erstmal muss man natürlich dazu die Zahlen einlesen, das hat er hier schon gemacht. Und anschließend muss man das noch quasi so sortieren, dass die Bedingung erfüllt ist. Die Bedingung ist ja gegeben durch die Zeichen, die wir haben. Also dieses größer und kleiner Zeichen, das sind ja unsere Bedingungen. Das heißt, wir müssen die Zahlen so sortieren, dass jedes Mal die Bedingung erfüllt wird. Und das ist gar nicht so ohne. Wie wir sehen, er arbeitet hier jetzt gerade erstmal hauptsächlich mit Statements zum Debuggen. Also quasi einfach Print-Statements, ganz simpel. Um einfach herauszufinden, was genau eigentlich die jeweiligen Inhalte sind und was er eigentlich gerade eingelesen hat. Genau, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich gucke jetzt mal noch mal kurz in den Chat rein. Der C-Online-Compiler-Stop, / Google und kopieren, ja genau. So. Kannst du zeigen, welches Team welche Nummer ist? Genau, wir können gerne einmal kurz durchgehen. Also wir haben, Nummer 1 ist gar nicht mehr drin, die haben wir rausgenommen. Nummer 2 sitzt hier, das ist der Herr aus Erlangen. Dann haben wir einmal Nummer 3, das sind die beiden aus Ingolstadt. Nummer 4 ist aus Griechenland. Nummer 5 sind die beiden aus Ungarn. Und Nummer 6 sitzt da drüben. Das sind die beiden von der TU München. Genau, so. Also dann habt ihr einen kleinen Einblick, wer wohin gehört. Und genau, Nummer 1, wie gesagt, ist nicht drin. Nummer 2 arbeitet, ich weiß gar nicht, mit was er arbeitet, ich muss mal gucken. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Mit was arbeitest du?
Auch mit C++. Wir haben sehr viele C-Programmierer hier. Ich nehme C++, weil ich auch schon bei normalen Competitive Programming Wettbewerben mitgemacht habe und da ist es normalerweise so, dass man mit Python bei den meisten Problemen nicht so weit kommt. Das ist jetzt klar, dass die Challenge hier kein Problem ist, was man auch nicht mit Python lösen könnte. Aber ich habe gedacht, ich versuche es mal wieder ein bisschen mit C++. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Also C++ hat halt den großen Vorteil. Es ist klar für Embedded Sachen natürlich deutlich stärker und es ist schneller, vor allem schneller. Das ist natürlich super, gerade wenn man hier so viel im Embedded-Bereich unterwegs ist. Genau, und ich kann hier auch schon echt viel Fortschritt sehen. Holy shit. Ich muss mich kurz einlesen in den Code immer, deswegen nicht wundern, wenn ich ein bisschen brauche. Aber grundsätzlich ist das genau das, was ich euch gerade erklärt habe. Es wird eingelesen, das heißt, man liest erstmal natürlich alles ein. Und dann schaut man, was man eigentlich dabei schon auswerten kann, beziehungsweise ob man die Zahlen oder wie man die Zahlen sortieren kann. Ob man quasi eine Permutation erzeugt und dann die Zahlen einfach filtert sozusagen. Das ist eine lange Ausgabe. Und das ist sogar mit dem Assembly-Output, den wir hier sehen. Das ist sehr cool. Ja. Ich weiß nicht, mit was ihr das zu Hause alles löst. Das dürft ihr auch mal gerne kurz in den Chat reinschreiben, dann gucke ich mir das auch mal an. Das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr interessante Sache, wo man wie versiert drin ist. Also ich meine, natürlich hat jeder seine eigenen Stärken. Genau. Team 3 hatten wir vorhin schon gesehen, die arbeiten mit C. Team 4, soweit ich das gesehen habe, arbeitet auch mit C. Und Team 5 arbeitet mit C++, C#, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, auch hier sehen wir erstmal, wird eingelesen, das sehen wir ganz oben. Also ich meine, sie zeigen gerade nicht das Interface an sich, aber man sieht ja trotzdem, was sie mit ihrem Code machen. Das heißt, oben wird erstmal die ganze Eingabe eingelesen und anschließend gehen sie einfach einmal durch das Array durch, gucken, ob das schon von den Operatoren sortiert ist. Und hinter mir hört ihr die ganzen Autos. Genau, die Eingabe, richtig, genau, das ist die Eingabe, die man dann auch von uns bekommt, also vom Challenge Interface. Und die könnt ihr dann quasi immer, also da könnt ihr ja durchlaufen. Das ist ja auch im Endeffekt nur ein String Array und dann könnt ihr einfach gucken, ist dieses Zeichen genau das oder ist es was anderes. Sehr, sehr spannend. Ja, okay. Da hinten sehen wir übrigens jemanden, der auch sein Smartphone zu benutzen weiß. Finde ich gut. Ja, aber da habe ich keine Antwort. Ihr müsst gucken, letztes Mal habt ihr auch ein STS mit uns, war es ja doch nicht. War alles gut, nachempfehlen. Ich switch mal kurz rüber zu den beiden. Holt ihr euch noch Hilfe von extern, oder? Nee, ich wurde angerufen, weil wir ein Problem mit dem Auto haben. Ach so. Ich muss ja hier. Das ist ja, also Ja, zwei Sachen gleichzeitig kannst du nicht machen. ich hab den aber nicht gegeben, was wir noch gucken müssen. Oh, wow! Tatsächlich. And if you want to see the outputs, You have many outputs that are pretty long, but let me check. I think the outputs are Warnings. yeah warnings, yes. But otherwise the tests are all, But the tests are passed. yeah, all of them Yeah, passed. that's just a compilation warning, so we can ignore that.
But yeah, you can, if you want to, you can click on submit. Then it will check on the hidden tests that we also have. And if you want, you can scroll to the top and then we can see the results. Congratulations, you did it. Thank you. Wow, that was quite fast. I'm incredibly excited. When did you start? Did you start before the challenge? A little bit. A little bit, Like like 5 minutes before it or 5 something like that. 5 not minutes. longer. we were talking. Wow. Yeah. So, well done. That's incredible. Thank you very much. Was it hard? Was it okay? It was interesting. It was an exciting one. I Okay. think. We are excited for the third one. Okay. Yeah, for we the enjoyed for the extremely hard one. Yeah, we're looking forward to it. Awesome. Yeah. So we'll see you tomorrow in the live stream as well. For sure. Yeah, but like afternoon we will be back. Awesome. Yes. If I think you did the first challenge before that, right? Yes. So that's not a challenge for you anymore. So thank you so much for participating. We'll see you tomorrow. Thank you. Good luck to the other participants. Okay, ihr habt es gehört. Wir haben schon die erste Lösung. Das waren die beiden aus Ungarn, die C-Sharp-Lösung uns gezeigt haben. Ich werde da jetzt einmal ganz kurz drauf gehen, weil ich C-Sharp auch schon sehr lange nicht mehr mit euch gemacht habe. Und finde ich sehr, sehr cool. Also, wenn wir mal ganz oben anfangen. Also, ich meine, ich spoilere das jetzt für euch, das ist klar. Das heißt, wenn ihr kurz nicht reingucken wollt, dann schaut kurz weg. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr spannend zu sehen, was hier gemacht wurde. Und zwar erstmal haben sie sich natürlich aus der Eingabe, wie gesagt, wir bekommen ja hier drüben, einmal ganz kurz. So, hier, wir bekommen ja mehrere Eingaben. Also wir bekommen als erste Zeile bekommen wir die 5. Und dann bekommen wir diese Pfeile, diese größer und kleiner. Und hier dieses Using System und dann hier die Zahl auszulesen. Die erste Zahl, die ihr einlest, ist im Endeffekt der Input. Also quasi wie viele Zeichen kommen danach. Die zweite Zeile sind dann die Zeichen. Und genau die braucht ihr jetzt zum Sortieren. In unserem Fall haben wir hier haben die beiden das Ganze so gelöst, dass sie alles erstmal in Integer konvertiert haben und dann durch die Operatoren durchgelaufen sind, also durch die größer und kleiner als durchgelaufen sind, erst durch die kleiner als durchgelaufen sind und anschließend die Number Arrays verringert haben, also quasi hier dieses quasi gezählt haben, einfach wie viele kleiner als haben wir es und hier haben sie gezählt, wie viele größer als haben wir. Und anschließend haben sie gesagt, okay, die Zahl ganz hinten, die setzen wir auf die Lowest, also die Anzahl der kleiner als Zeichen. Das wird meine letzte Zahl. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil man dann hergehen kann und einfach schon schreiben kann. So einfach war das. Also an sich gar nicht so schlimm. Gut. Ich switch mal wieder rüber zu dem Laptop hier, wo ich euren Chat sehen kann. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Endlich C-Sharp. Wie war die Aufgabe? Die Aufgabe kann ich euch gerne nochmal kurz vorstellen. Würde ich auch hier drüben an dem Rechner machen. Genau. Also einmal nochmal die Aufgabe durchgegangen. Ihr habt eine Liste an größer und kleiner als Zeichen. Also in dem Fall hier zum Beispiel eine n gleich 6 bedeutet, ihr bekommt 6 Zeichen. Anschließend habt ihr größer und kleiner als Zeichen. Beziehungsweise ihr habt 5 größer und kleiner als Zeichen und müsst dann die Zahlen 0 bis 5, also 6 Zahlen, die 6 ersten Zahlen, die man so kriegen kann, müsst ihr dann da rein sortieren, sodass die immer erfüllt sind. Also die Befehle größer und kleiner als. Das heißt, wenn da zum Beispiel 0 kleiner als 1 steht, dann ist es erfüllt. Das wäre für das erste Zeichen hier zum Beispiel erfüllt. Wenn aber jetzt andersrum wäre, natürlich 1 kleiner als 0 ist natürlich nicht erfüllt. Das heißt, die Aufgabe ist, die Zahlen so zu sortieren, dass ihr die Bedingungen hier im Endeffekt erfüllt, die wir gegeben haben. Und die Zahlen sind einfach vordefiniert. Dadurch, dass ihr einfach n gleich 6 bekommt, wisst ihr, ihr habt 0 bis 5. Wenn ihr n gleich 10 bekommt, habt ihr 0 bis 9. Das ist im Endeffekt die Idee dahinter. Genau. Und die haben das genau so gemacht. Also im Endeffekt hier
gesagt, okay, wir haben ja sowieso alle Zahlen, können wir ja direkt aufbauen sozusagen als Integer Array. Und dann schauen wir, welches ist die kleinste Zahl, die wir setzen müssen, ganz am Ende. Und dann gehen wir jeweils eins höher oder eins tiefer, sodass es immer aufgeht. Eigentlich ein sehr effizienter Ansatz. Ich bin ehrlich, als ich die Challenge zu Hause gemacht habe, habe ich erstmal mir so gedacht, wie könnte man das lösen? Habe es erstmal Brute Force gemacht, war natürlich dumm. Aber man kann es auch tatsächlich Brute Force lösen, auch wenn man es nicht so tun sollte. Genau. Also wie gesagt, heute sind die ersten 2 Aufgaben. Wie gesagt, die erste kriegt ihr auch für zu Hause. Die zweite ist gerade die wir live sehen. Oh, da haben wir noch ein Yes. Hast du es auch geschafft? Ja. Wow. Okay. Dann switche ich mal zu dir rüber. Ja, irgendwas stimmt hier nicht, Digga. Du kannst oben, wenn du magst, deinen Code... oder so. Du kannst mir auch oben deinen Code laden. Einfach auf C# switchen. Oder C++. Ich habe noch nicht. Okay. Ich bin Okay, ich hab's gelöst und dann bin ich noch mal ein paar Zeilen losgeworden. Ja, okay. Also man sieht, du bist Competitive Coder. Machst du das als Hobby? Nicht mehr, Formulation frisst ganz schön viel Zeit, aber das habe ich ein paar Jahre schon gemacht und ja, ist eigentlich ganz witzig. Ja. Auch wenn das Coden, was man beim Competitive Coden braucht, nicht unbedingt das Coden ist, was man später hernimmt, weil Das ist richtig. Sonderzeichen sparen und sowas. Das Muss macht man man normalerweise nicht. Normalerweise optimiert man auf Lesbarkeit, bevor man auf Sonderzeichen sparen optimiert. Aber sehr interessant, du hast es sehr, sehr kompakt geschrieben. C++. Also in grundsätzlich so. 21 Zeilen minus 2, also 19 Zeilen in C++. Das muss man erstmal schaffen. Ja, also die 2 Zeilen zum Beispiel, die machen ja ganz schön viel Arbeit. Ja, also, die machen quasi alles an Arbeit. Magst du auch kurz erklären, was du gemacht hast? Genau. Also ich habe mir am Anfang, bevor ich überhaupt den Code angefangen habe, natürlich die Aufgabenstellung ausführlich durchgelesen. Und ich bin drauf gekommen, dass quasi hier das Wichtigste ist, wie lang diese Sequenzen an kleiner und größer Zeichen sind, die gleich sind. Und dann habe ich gedacht, ich könnte ja mitzählen, während ich einlese, Ja. wie lang diese Sequenz quasi ist. Ja. Und in dem Fall wäre das hier aktuell die höchste Zahl von der ersten Sequenz. Ja. Genau. Dann, ich habe mir hier eine Liste. Ja, okay. Ich verstehe. Ich habe mir hier eine Liste an Paaren von int zu int gemacht. Und am Anfang fangen wir bei Länge 0 von der Kette an. Und im Endeffekt packe ich mir an die Liste jetzt, wenn ich das nächste Element einlese, die Höhe an der Kette, quasi wenn die Zahl höher sein muss, wird dieser Count höher. Ja. Wenn es kleiner wird der Count niedriger und dann nochmal die Stelle in der Liste. Ja. Dann sortiere ich die Liste quasi, damit ich den Zahlen, die in diesen Ketten immer am höchsten in der Kette sind, den höchsten Wert bekommen. Ja. Genau, dann kann ich die Werte zuweisen im Array und dann muss ich noch mal durchgehen, um mir die Zahl zu holen, die ich quasi dann ausgeben will. Okay. Und das alles einfach nur todesoptimiert. Ja, genau. Vielleicht gibt es ja morgen eine schwierigere Challenge. Ja, tatsächlich. Also morgen ist nochmal ein bisschen schwieriger. Da schaue ich Machst vielleicht du auch einfach nochmal. für dich? Ja, ich glaube, es wäre schön, wenn irgendwas kommt, wo man vielleicht aufpassen muss, dass man keine 32-Bit-Ins benutzt oder auf die Laufzeit aufpassen muss, wenn man Brute Force-Algorithmen hernimmt oder sowas. Ja, wir haben, also die Laufzeit haben wir ein bisschen zurückgestaucht, aber ich glaube, die Anzahl von, also wie viel Bits du benutzt, das ist immer noch frei. Also wir wollten es nicht unschaffbar schwer machen. Ja. Wir haben ein paar drin, die sind sehr schwer. Die morgen ist nicht ultra Gibt es morgen schwer. wieder 2 Challenges oder nur eine? Eine gibt es Okay. morgen. Die kannst du dann auch gerne ausprobieren. Bin sehr gespannt, was du zu der sagst. Aber ja, auf jeden Fall krasse Leistung. Also man merkt, dass du es schon ein bisschen länger gemacht hast. Wann geht's dann morgen los? Also morgen sind wir wieder hier ab 9, aber du kannst sehr gerne auch wieder um 15:30 Uhr zum Livestream kommen. Ja. Morgen streamen wir nämlich nochmal. Und da bin ich sehr gespannt, ob du auch wieder C++ wählst. Ja. Da, Oder ob du diesmal vielleicht dann was anderes machst. Ja. genau, ich mal schauen. Ja, Hoffentlich super fährt auch morgen unser Auto. Ja. Da ist allerdings kein gecodeter Code drin. Ja. Versprochen. Was habt ihr an eurem Auto gecodet?
wir haben quasi alle Platinen, die wir selber bauen, konnten selber gebaut. Das heißt, wir haben 12 verschiedene Platinen mit jeweils C-Code mit STM32 Mikrocontroller im Auto. Okay. Ja, da war auch der Plan mal, ob C oder ist im Raum gestanden, C++ zu verwenden. Aber wir sind dann fürs erste Mal bei C geblieben. Ja. Und ja, mal schauen, wird schon fahren morgen. Was tun die Platinen so? Zum Beispiel haben wir eine Sensorplatine, die das Gaspedal einliest. Wir haben eine Platine für die Ansteuerung von Lüftern. Wir haben unsere Vehicle Control Unit, auf der die Fahrdynamikregelung läuft, die mehrere Campusse im Auto verbindet. Wir haben ein Fahrerdisplay, wo ein Raspberry Pi drin ist und ein STM32 Mikrocontroller. Geil. Also quasi eigentlich alles. Eigentlich alles, was man einlesen kann, habt ihr eingelesen und dann verarbeitet auch? Ja. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich auf morgen. Also ich bin sehr gespannt. Wenn du die zu einfach fandest, dann bin ich sehr gespannt, was du zu morgen sagst. Ja, Erlangen. Krass. Gut. Ihr seht, viele haben es schon geschafft. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Telefonjoker, ja genau. Ich sehe tatsächlich keinen neuen Chat mehr hier. Aber ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Okay. Gut. Wir switchen einmal rüber. Ist irgendjemand an Laptop 1 dran? Das ist die Frage. Recursion Error. Wir haben irgendjemanden, der einen Recursion Error hat. Muss mal gucken gehen, wer das ist, weil vorhin wurden die Nummern durchgetauscht. Seid ihr das? Nein, seid ihr nicht. Seid ihr das mit dem Recursion Error? Hat jemand? Do you use Python? Ah, that's your laptop then. Awesome. Okay, thank you. It's not supposed to be solved with Garrison because there's a limit. Let me see. It runs fast, but there's a limit with recursion. Yeah. At first, because it's German, I read wrong and I thought that it was infinite numbers, not digits from 0 to 9. Yeah. And then I was going for 0 to 10 million with random numbers. No. Okay. So yeah, I made a wrong assumption. Yeah, that's my fault. Next time I'll provide the challenges in English and German. Yeah. So we have both. But I think it kind of works. But it won't be able to solve it with recursion limit. I can try a different interpreter somewhere, but put the input myself. Yeah, I think recursion is too much for the efficiency. So I don't think it's problem with efficiency, just stack. Yeah, the stack's too large. Yes. Yeah. So it runs fast, but you need too much memory. Yeah, exactly. Because they are simple operations, so you can just like feed the whole stack and then go layer by layer and be done in like if you had multi-threading, it would be done immediately. Yeah, so I don't think you even need recursion on that problem. So you can solve it without it. Because with this, my assumption was that sure. it would be random numbers. And yeah. You worked with random? Yeah. I was going with 10 million on the start, and then I saw that. Yeah, I see. Like the output should be 0 to 9. I see. So you can try with just the limited amount of. I can change the bit and do it with a grid approach probably. Yeah. Okay. So but you still have time. So if you want, you can. Until 4:45. Oh, so half an hour. Yeah, I'm good. You can do that. You did it? Okay, Leute. Die beiden hier haben auch die erste Challenge nochmal geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir wechseln zu C++. Okay, auf C++. Lass mich kurz rüberkommen und mal reinschauen bei euch. Also ihr habt die erste Challenge gemacht. Also ich muss erstmal kurz die Challenge erklären, weil die kennen die Zuschauer noch nicht so richtig. Und zwar, wir haben hier dieses Mal eine, also es geht um Permutationen. Das heißt, eine Permutation von der Liste 1, 2, 3, 4, 5 ist zum Beispiel 2, 3, 4, 5, 1. Das ist eine Permutation. Und es gibt im Endeffekt sehr viele Permutationen, nämlich jede Kombination, die man sich so vorstellen kann.
Und das Ziel ist, wenn wir eine Liste gegeben haben, zum Beispiel, gehen wir mal runter zu den Beispielen, wenn wir die Liste 1, 4, 5, 3, 2 gegeben haben, sollen wir die nächstgrößere Permutation finden, also einfach 1 höher. Und das ist 1, 5, 2, 3, 4. Warum? Wenn wir 1, 4, 5 hinten irgendwas tauschen wollen, 2, 3 hinten wäre kleiner als 3, 2, also geht das nicht. 3, 5, 2 wäre auch kleiner als 5, 3, 2, das heißt hier hinten geht schon mal gar nichts mehr. Aber aus 1, 4, 5, 3, 2 kann man immer noch 1, 5 machen, das wäre dann größer. Und hinten dran muss dann das Kleinste stehen. Das ist so die Aufgabenstellung. Die 5 oben drüber kann man fast schon ignorieren, wenn man weiß wie. Die braucht man gar nicht mehr unbedingt, die gibt einfach nur an, wie viele Zahlen man bekommt. Und jetzt habt ihr das hier in C++ gelöst. Führ mich kurz mal durch deine Lösung, die habe ich noch nicht gesehen. Genau, also wir haben am Anfang eigentlich einfach einmal die Inputs eingelesen, also erstmal den Count und dann mit einer For-Schleife das Ganze in ein Array gespeichert, weil man damit dann einfacher arbeiten kann. Ja. Danach gibt es in der Standard Library eine Funktion, die genau das macht, was wir hier machen wollen. Die haben wir dann aufgerufen und dann wieder das Array ausgegeben. Smart, das heißt eure Stärke war in dem Fall einfach zu wissen, wie die Standard Library funktioniert, beziehungsweise die Funktion zu kennen. Genau, beziehungsweise zu googeln. Ja, das ist smart, weil das zeigt auch, dass man googeln kann. Nee, ist gut. Genau, Next Permutation. Das ist tatsächlich einfach die nächste Permutation. Wie hättest du es gemacht, wenn du nicht gegoogelt hättest? Weil das gibt ja nicht. Habe ich tatsächlich gibt noch nicht drüber nachgedacht, wie ich es gemacht hätte, aber man müsste, also man könnte es entweder mit einer Brute Force Variante machen. Die wäre sehr ineffizient, ja. Oder man macht das Ganze effizienter. Ja, man müsste von hinten durchgehen, erstmal prüfen, wann die erste Zahl größer ist, als, also, beziehungsweise kleiner als die davor ist. Genau. Also in dem Fall würdest du quasi von hinten durchgehen und dann sagen, hier, jetzt 3 ist größer als 2, 5 ist größer als 3, aber 4 ist eben kleiner als 5. Das heißt, die beiden kannst du switchen. Dann kannst du die beiden switchen und hinten dann einfach sortieren als kleinste Liste. Das würde gehen. Das wäre rein theoretisch dann. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut machen, kann man auch gut in Python machen oder C++. Genau. Python ist, glaube ich, am einfachsten. Also für mich immer. Ja. Aber ich glaube, das ist immer so die Qual der Wahl. Genau, ja, cool. Smart gegoogelt. Okay. Smart gelöst, nice. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Dann habt ihr tatsächlich beide Challenges schon gelöst. Und das in weniger als einer Stunde auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, das war sehr beeindruckend. Was macht ihr mit Software bei eurem Auto? Also wenn ich einfach mal so, vielleicht gerade den Zuschauern so ein bisschen informieren. Ja, also wir haben eben auch für die Hauptkontrolle quasi eine VCU, die alles steuert. Da sind dann auch Vehicle Dynamic Sachen drin, also zum Beispiel Torque Vectoring. Da kommen dann aber auch alle Platinen, die wir selber entwickeln, sozusagen an. Also wir haben ein CAN-Bus-Netzwerk, wo dann alle möglichen Daten eingelesen werden. Zum Beispiel eine Platine, die ich gemacht habe, die liest alle Sensordaten aus und schickt die dann über den CAN-Bus. Ja. Genau, und eigentlich über alle. Den Campus. Das heißt, ihr sammelt quasi aus mehreren Läufen einfach alle Daten und lest die dann aus? Genau, also wir haben diese Sensorikplatine, die existiert zum Beispiel zweimal bei uns im Auto, dass wir eben möglichst kurze analoge Kabel haben. Ja. Genau, und dann haben wir aber auch Platinen wie zum Beispiel das Steering Wheel oder unser Dashboard. Das wird alles per CAN angesteuert, weil es eben für ein Auto relativ robust ist. Das ist cool. Genau. Ja. Und dann, was bei uns auch noch ist, da habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun, aber wir haben auch unseren Inverter zum Beispiel selber gebaut und auch selber programmiert. Was genau macht der? Der nimmt quasi den DC-Strom und wandelt den in 3 Phasen AC-Strom um, um dann die Motoren anzusteuern. Genau, das Ganze wird dann aber mit einer State Machine in LabVIEW bei uns implementiert. Okay, genau. Cool. Sehr cool. Und habt ihr irgendwelche Infos aus den Daten schon gewonnen, die ihr da zusammengesammelt habt? Also ich meine, das sind wahrscheinlich einige Testfahrten gewesen. Ja, also was für uns zum Beispiel ziemlich wichtig war, wir haben unsere Suspension dieses Jahr ziemlich neu gemacht. Und da haben wir dann Load Cells eingebaut, um zu messen, wie viel Kraft jetzt da drauf ist, um zu schauen, ob die Suspension tatsächlich das macht, was wir wollen. Suspension macht was genau? Die Federung quasi, also die schaut, dass die Räder möglichst viel am Boden sind, dass wir möglichst viel Kraft übertragen können. Okay. Und die habt ihr quasi dann über die Daten einfach, die ihr gesammelt habt, optimiert? Genau, die kann man dadurch dann optimieren bzw. erstmal auch einstellen überhaupt. Okay. Das hilft dann enorm. Genau. Wie arbeitet ihr da? Also wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben zum einen eine Live-Telemetrieübertragung über die VCU, also wir haben einen Router im Auto, da kann man dann entweder per LTE oder per WLAN das Ganze ansteuern. Cool. Genau, und dann haben wir eben auch noch Logging auf einer SD-Karte,
Dann kann man im Nachhinein auch nochmal gucken, was da jetzt los war. Wie genau man die Federung einstellt, muss ich, um ehrlich zu sein, sagen, weiß ich dann auch nicht genau. Ich bin nur dafür zuständig, die Daten zu liefern. Ja. Genau, aber... Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank auch fürs Mitmachen. Immer gerne. Danke. Bist du morgen auch wieder dabei? Muss ich schauen, weiß ich noch nicht genau, wie ich Zeit habe, aber... Wie die Autos das erlauben, weil die sind natürlich Top Priority. Cool, wenn du Zeit hast, würde mich freuen. Ich bin sehr gespannt, was ihr bei der schweren Challenge schafft. Sehr cool. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. So. Ja, Leute. Wie schaut's? Krise. Ja, wir müssen mal gucken. Also, ich glaube, ich mache hier irgendeinen Logikfehler. Unser Char-Rate, wir machen jetzt hier einmal eher so das grobe Gerüst. Wir sind dabei, dass wir mal gucken, dass wir alles richtig kriegen. Ja. Und versuchen jetzt halt diese Characters zu... wir müssen die doch gar nicht konverten, bin ich dumm? Direkt den Fehler gefunden. Das ist immer das Tolle, wenn man über seinen Code redet. Kleiner Tipp auch für euch. Wenn ihr über euren Code redet, dann werdet ihr merken, dass ihr Dinge falsch gemacht habt. Ja, den Character-Check. Das sag ich doch. Ja, hast du nicht getan. Seht ihr? Das meine ich. Das geht mir auch regelmäßig so. Also wenn ich irgendwas gecodet habe für ein Tutorial oder sowas, dann stelle ich das vor. Oh nein, wie dumm bin ich eigentlich? Nochmal neu aufnehmen. Ja, genau das passiert. Okay. Ja, wir haben tatsächlich jetzt noch 2 Gruppen oder 2 mal Teilnehmer. Bei uns geht es um die Reise, nicht um das Ziel. Genau, er meint gerade, es geht um die Reise und nicht um das Ziel. Es geht um das Learning. Man lernt etwas Neues dazu. Und lass mich kurz gucken, welchen Rechner wir hier haben. Ich glaube, das ist hier. Das ist genau euer Rechner, ne? Tipp mal kurz irgendwas. Ja, genau, if finde ich gut. Cool, dann habe ich euren Rechner gefunden. Finde ich gut. Dann kann ich das auch wieder live weiter kommentieren. Nee, genau, das ist tatsächlich ein Riesentipp. Also wenn ihr irgendjemanden habt, mit dem ihr drüber reden könnt, super. Ja, eine Crossover-Episode. Da lädt bei dir nichts, das wäre natürlich schlecht. Lass mich einmal kurz gucken. Weisheit mit Robert. Ups. Lass mich einmal kurz checken, ob die Bootstrap Academy down ist. Das sollte nicht sein. Richtig, ich habe kein Internet auf meinem Handy. Ich habe generell gar kein Internet auf meinem Handy. Ich kann es ja nicht sagen. Nein. Den Rechner kann ich gerade wenig entbehren, muss ich sagen. Kann jemand bestätigen, dass es irgendwie Probleme gibt? Weil ansonsten muss ich das natürlich fixen. Okay, aber wir switchen nochmal rüber zum Code. Ihr könnt gerne mal schreiben. Ich weiß, dass wir unfassbares Delay haben. Wie gesagt, wir streamen mit mobilem Internet, deswegen tut mir sehr leid. So, lasst uns mal hier in die Coding Challenge von den beiden reingucken. DuckDuckGo AI Chat, aha. Ja, weil dann müssen sie sich anmelden. Ne, finde ich gut, finde ich gut. Wissen wir, mit was das im Hintergrund läuft? GPT 3.5, oh je. Ja, da könnt ihr Schwierigkeiten mit haben. Ich glaube, meint ihr Prime shippt noch heute? Ja, vielleicht, also C für Dummies, ich weiß nicht, ob das noch rechtzeitig kommt für die Challenge. Wenn du, ja, 10 Minuten, für morgen reicht es wahrscheinlich, ja. Write me code that dynamically initializes a number array with a given amount. So for example, input is 6. Ja, also ich kann vielleicht dazu kurz erwähnen, wir haben beim Erstellen der Challenges darauf geachtet, dass die möglichst ChatGPT-proof sind. Zumindest habe ich es damit probiert zu lösen. Und wir haben die Challenges tatsächlich nicht komplett mit ChatGPT mit 4 hinbekommen. Finde ich gut. Ja, hier wird versucht zu cheaten. Nee, das ist eigentlich nicht cheaten. Nein, das ist eigentlich kein Cheaten. Eigentlich ist es das Internet benutzen. Das macht ihr schon smart. Ja, doch. Ja. Okay, perfekt. Er kommt drauf. Dankeschön. Danke fürs Kommentieren. Ja, ganz genau. Wir schauen einmal noch in die 1 rein. Dort finden wir Python-Code und sehen hier einen komplett neuen Ansatz. Einen offenbar Greedy-Algorithmus, sonst hätte er nicht so genannt, wahrscheinlich. Und zwar haben wir erstmal die Zahl eingelesen, also wie viele Zahlen da kommen. Dann die Signs werden eingelesen. Dann wird eine Liste erstellt, also in Zeile 6 wird die Liste erstellt mit den
Zahlen, mit allen Zahlen, die wir quasi haben. Und dann wird gegreedied. Und der Greedy-Algorithmus, da ist er gerade noch am Schreiben. Also ich gehe jetzt gerade einfach nur kurz durch seine Lösung durch. Der Greedy-Algorithmus, da ist er gerade noch am Schreiben. Und zwar für eine gewisse Range. Ihr könnt tatsächlich auch mal gerne in den Chat schreiben, ob ihr es schon geschafft habt. Vielleicht kurz zu Pi-hole und der Academy. Generell haben wir ein Problem, die Adblocker blocken teilweise die gesamte Academy weg, deswegen seid da vorsichtig mit. Auch Brave hat da Schwierigkeiten mit. Genau. Der Greedy-Algorithmus sieht aktuell so aus, dass wenn das Zeichen ein größer als ist, dann überprüft er, ob die Einträge richtig sortiert sind im Endeffekt. Und ansonsten macht er irgendwas. Das ist er gerade noch am Schreiben. Ist ein Ansatz, kann man machen. Wie gesagt, wir haben vorhin einen relativ schnellen, einfachen Ansatz gesehen, den wir einfach quasi von hinten durchgehen. Aber das muss man natürlich nicht so machen. Es gibt mehrere Lösungen hierbei. Wie gesagt, mein erster Ansatz zu Hause war, das Ding zu brute-forcen. Aber das geht natürlich deutlich effizienter. Ihr hört hier im Hintergrund übrigens dieses Straßengeräusch. Das sind die Formula Student Autos, die da hinten rumfahren. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Poste nachher noch ein paar Instagram Stories bzw. auch Reels, wenn wir die fertig geschnitten haben. Genau, da hat er jetzt schon weitergemacht. Okay, also er geht durch und holt sich ein temporäres... Genau, er switcht sie im Endeffekt. Also wenn sie richtig sortiert sind, dann lässt er sie so, ansonsten switcht er die beiden Elemente. Und das macht er als Greedy-Algorithmus. Und zwar, solange er in der Liste ist. Kann das reichen? Wenn er was geswitcht hat, kann es natürlich sein, dass es danach unsortiert ist, beziehungsweise dass die Elemente davor dann ein bisschen kaputt gehen. Das kann sein, dass das nicht ganz reicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer von euch das schon geschafft hat. Kommentiert mir das auch ganz gerne mal. Okay. Hier haben wir einen Ansatz auf jeden Fall im Chat drin. Er geht einfach von vorne an durch und tauscht dann die Zahlen, wenn es falsch ist, und zählt dann die richtigen. Und das wiederholt er, bis die richtigen Ergebnisse einfach die Operatoren sind. Das kann man tun. Geht auf jeden Fall. Okay. Ist auf jeden Fall eine super Idee. Sehr smart. Gut, ich gehe mal rüber. Und schau mal bei euch nochmal rein. Das ist übrigens die Hitze als Verteidigung. Ja, die Hitze. Also hier drin ist sehr warm. Die Sonne scheint zum Glück nicht mehr, aber vorhin hat sie die ganze Zeit geschienen. Wir haben hier Glas, offenbar. Ihr seht's, wir haben hier, man sieht alles von innen nach draußen. Und es wird warm hier drin, deswegen, ja, verzeiht uns. Also ich sehe auch schon ein bisschen verschwitzt aus. Hier drin ist es locker 30 Grad. Wir setzen den hier auf den hier, also i plus 1 auf i. Dann müssen wir i plus 1 setzen. Also ja, so, zack, Digga, oh mein Gott. Okay. Also wir sehen bei unseren beiden C++-Teilnehmern. Ne, das ist C. C-Teilnehmern. Ach, weil ich gelöscht habe. Raus damit. Okay. Nee, Moment, da muss ich ja checken, wie wir das gemacht haben. Macht ihr den Greedy-Algorithmus gerade? Bitte? Macht ihr Greedy oder wie arbeitet ihr gerade? Keine Ahnung. Wir versuchen einfach, wir gucken, ob die, wir gucken, ob die Zahl, erste Zahl, da die Anweisung stimmt. Und wenn sie stimmt, dann lassen wir es und wenn nicht, dann switchen wir es. Ja, Da gehen wir einfach so oft drüber, dass wir am Ende drankommen. Genau, ja. Ich glaube, das würde funktionieren. Ja, genau. Aber es ist halt, ich arbeite halt nie mit solchen Code-Tools, mit solchen
es gibt safe irgendwelche richtig einfachen Tricks, das zu machen. Nur wir sind, glaube ich, zu blöd, die zu kennen. Das ist immer so das Ding, wenn man die Tricks kennt, also wenn man irgendwie so die Libraries oder die Funktionen kennt, dann brauchst du eigentlich quasi gar nichts mehr programmieren, weil irgendjemand hat es auf jeden Fall schon mal gemacht. Ich glaube, wir müssen mehr Tutorials von mir schauen. Ja, Dann sind Tutorials von mir Profis. gucken, ist sicher eine gute Idee. Abonniert jetzt. Das war nicht meine Werbung, aber ja. Also, Finde ich gut. Und dann lassen wir uns dann einfach nochmal loslegen, oder? Die ganze Zeit. Dann machen wir hier, und wenn das der Fall ist, dann musst du einmal switchen. Also ist das falsch. Und dann gehen wir zurück. Und wenn wir... Intensives Nachdenken. Intensives Nachdenken, kein Sauerstoff. Wir sind so nah dran, Aber das Sie sind sehr nah dran. Nur ich hab's halt geschrieben. Ja? Ja, die Frage ist, wie gehen wir weiter? Also, wenn es ja nicht stimmt, dann... Also grundsätzlich, das ist auch das, was wir vorhin bei den anderen beiden Teilnehmern gesehen haben. Wenn ihr eine intelligente Funktion kennt, dann ist es eigentlich super easy oftmals zu lösen. Und dann ist es wir machen das halt mal so nebenbei. Ansonsten, wenn man die ganzen Algorithmen selber schreiben muss, und das müsst ihr ja in der Praxis schon gelegentlich, dann ist es schon teilweise richtig hart. Und ja, da hilft es natürlich auch, wenn man einfach solche Sachen wie das hier gerade zum Beispiel guckt oder einfach ein bisschen Erfahrung sammelt. So, und wenn wir uns noch mal kurz angucken, was sie gerade machen, dann seht ihr, genau, sie machen auch den Switch-Ansatz. Das heißt, sie speichern sich die Elemente, sie gehen durch und genau, sie müssen nichts anderes tun. Wenn es schon stimmt, müssen sie nichts ändern und wenn es nicht stimmt, dann müssen sie switchen und dann switchen sie auch. Sehr, sehr smart. Ihr dürft mir auch gerne mal schreiben, Wir checken, wenn kleiner ist, dann ändern wir, wenn es größer ist, aber müssen wir checken, ob es theoretisch ist, wenn es kleiner ist. Nee, ihr dürft mir auch gerne einmal kurz schreiben, was ihr selber für eine Sprache hier zum Beispiel verwendet habt und was ihr selber gerade schon probiert habt. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt, ob ihr schon die zweite Challenge gelöst habt. Also wenn ihr die schon gelöst habt, dann schreibt mir das gerne mal. Wenn ihr die erste noch am Machen seid, schreibt auch gerne. Wir machen jetzt einfach mal den hier. Ich schaue jetzt nochmal bei unserem 5. Teilnehmer vorbei. Nee, 4. Teilnehmer. War das der 4.? Das war der 4. Teilnehmer. Genau, das sind die beiden Jungs, die das Ganze in C++ machen, weil ich das gerade sehr spannend finde. Also sie tauschen im Endeffekt und solange die Lösung nicht stimmt, switchen sie einfach weiter. Zumindest aktuell. Okay. So, jetzt wird's spannend. Okay. Jetzt, wenn du größer machst, musst du 3 zu 1. Du müsstest trotzdem einmal solchen Düber nehmen. Doch. Also ja, sie haben jetzt auf jeden Fall. Okay. Sieht gut aus. Oder? Bei uns? Nee, ich glaube nicht. Oder? Also zumindest der erste Teil sieht nicht schlecht aus. Ich bin nicht sicher. Das sind sehr viele Vorschleifen hintereinander. Ich bin verwirrt. Okay. Da passiert sehr viel. Ich switch nochmal kurz rüber auf unseren Python-Experten und gucken mir da nochmal kurz die Lösung an. Da muss ich mich natürlich nochmal neu reinlesen. Also wir haben hier einmal die Zahlen und die Signs, die eingelesen werden.
die dann in die Liste eingegeben werden. Das ist Nummer 1. Und anschließend haben wir genau dieses Switchen. Und das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ein paar Beispiele sind noch rot. Ja, das sind die Beispiele, die einen Fehler werfen, ne? Time Limit, ja, genau. Das ist das Problem. Die Algorithmen haben ein gewisses Time Constraint. Das heißt, ihr könnt nicht einfach Brute Force machen, ihr könnt nicht einfach alles ausprobieren gleichzeitig, sondern ihr müsst natürlich trotzdem währenddessen ein bisschen auf die Laufzeit achten. Und da funktionieren Greedy-Algorithmen manchmal nicht so gut, wie sie sollten. Okay. Sehr, sehr cool. Hier haben wir Final Check. Okay. Das heißt, hier wird quasi gegreedied, solange eben nicht gecheckt wird. Also solange das Ergebnis nicht stimmt, machen wir den Greedy-Algorithmus einfach nochmal und nochmal und nochmal. Das heißt, es ist eigentlich immer eine Zufallschance, ob ihr es schafft oder nicht. Was natürlich von der Laufzeit her ziemlich böse ist. Deswegen funktioniert das hier nicht ganz so gut, weil wir im Endeffekt mehrere Tests auf einmal laufen lassen. Und ja, wenn einer davon eben fehlschlägt, dann schlagen alle fehl. Sprich, man darf nicht einfach zufällig Glück haben mit der Laufzeit, sondern muss sie auch tatsächlich schaffen. Es gibt eine effizientere Lösung, als das Ganze einfach durchzuswitchen. Genau, indem du das vorne dran wegschneidest zum Beispiel. Ja, das ist eine Idee. Mit Link. Warum mit Link gerade? Ich sehe es gerade im Chat. Jemand hat geschrieben, dass man es sehr, sehr leicht mit Link lösen könnte. Bin gespannt, wie du auf die Idee kommst, was man da genau machen kann. Vielleicht kurz auf die Frage eingegangen, technische Informatik oder Computational Engineering für Software entwickeln später. Im Endeffekt ist beides super für dich. Also die Studiengänge geben sich nichts. Das ist einfach nur Modulhandbuch angucken, was euch am besten gefällt. Und ich glaube, wir haben eine neue Lösung. Jawohl. So. Also, was war schwer das Problem? war's. Ja, eigentlich, ich glaube, wir haben einfach viel zu viel Zeit vergeudet, zu gucken, ob wir die Characters alles richtig kriegen, weil eigentlich kriegen wir die klar richtig. Aber um es halt dann im Worst Case besser debuggen zu können, wir halt gerade, hat es halt schon das gebracht. Endgültige Lösung war jetzt dann so, wir machen eigentlich nur einen einzigen Check, wenn das erste Symbol im Array oder das, was wir gerade gucken, das größere Zeichen ist und es aber kleiner ist, dann ändern wir es und returnen 0, also dass die Solution falsch ist. Ja. Und wenn aber ja ein größeres Symbol ist und diese Bedingung nicht erfüllt ist, bedeutet es ist größer, wir müssen nicht switchen und gehen dann den ganzen Array durch und dann geben wir eins zurück, was gepasst hat. Das heißt, wenn ihr sozusagen einmal geswitcht habt, dann geht ihr einfach nur von vorne durch, oder wie? Genau, ja. Weil wir müssen ja jedes Mal beim Switchen, wenn wir sagen wir haben ganz vorne ja die 5, die 0, aber die 5 muss am Anfang sein und wir einmal nur durchswitchen, dann haben wir die 5 zwar am Ende, aber am Anfang ist halt dann die 1. Das ist tatsächlich jetzt bislang die Lösung, die mir eigentlich sogar fast am besten gefällt, weil ihr nicht mal über die kleiner als Zeichen stolpert. Ihr macht gar nichts mit den kleiner als Zeichen. Ja, das ist uns dann im Moment dann aufgefallen, als wir erstmal kleiner hatten, dachten wir so, ja, aber kleine müssen wir eigentlich nicht checken, weil durch diesen Check, ob es größer ist, wir können davon ausgehen, dass am Anfang kleiner immer stimmt. Ja. Und dann deswegen müssen wir kleiner nicht prüfen. Genau, weil ihr sowieso am Anfang mit einer sortierten Liste startet. Ja. Korrekt. Sehr smart. Ja. Und dann könnt ihr einfach die großen durchtauschen, solange bis es eben passt. Genau, ja. Sehr cool. So, das heißt, eigentlich ist eure Lösung tatsächlich auch diese paar Zeilen da unten. Eigentlich ja. Was wir halt davor machen, ist eigentlich nur Pre-Processing. Also die ganzen Prints kann ich ja mal rausnehmen hier. Die passieren sowieso nicht? Sonst hättet ihr Fehler bekommen? Doch. Der richtige Code ist ja hier. Ja.
Also, ich mache mal alle Kommentare einfach raus. Den hier Kannst du ruhig drin raus. lassen. Stören, glaube ich, niemanden. Ja, aber zum Beispiel das hier ist unnutzbarer Code dann. Das hier genauso. Das hier genauso. Okay. Hä? Moment War mal. das gerade Autocomplete vielleicht? Warte mal. Du hast hier zu viel gelöscht. Ah, genau. Der stimmt und der ist dann der Print am Ende. Also was wir hier machen, ist eigentlich nur den Namen. Ah, geht's noch? Kannst du mal einfach auf Testen gehen? Ah, okay. Dann kannst du die Testen Examen ganz besten. doll. Oder zurücksetzen am besten, dann siehst du es auch direkt. Genau. Ah ja, okay, ja, doch, es hat geklappt. Ja, also passt. dann machen wir eigentlich nur wirklich, wir scannen das mit ScanF. Ja. Hier müssen wir einmal dieses Get Char machen, weil wir eine neue Zeile kriegen, dass wir dann, uns nicht da reinstolpern. Machen ein ScanF für die Anzahl an was auch immer die Zahl gegeben wurde. Ja. Initiieren dann unser Nummernarray von 0 bis ArrayLength hier unten und gehen dann eigentlich in die While-Schleife, Check Solution. Es gibt dann 0 oder 1 zurück, je nachdem ob es stimmt. Und wenn es halt nicht wahr ist, gehen wir einfach nochmal über Check Solution raus. Also ich könnte das hier eigentlich auch rauslassen. Das ist zu viel. Das ist ja eigentlich dann nur wirklich ein Print. Dann habt ihr eigentlich nur die While habt ihr ja dann gar nicht mehr, oder? Die While ist schon da, aber es wird so gesehen ja hier ausgeführt. Ah, ja, stimmt. Ja. Genau, ja. Also wir müssen hier eigentlich keinen funktionalen Code drin haben. Ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hier irgendwie eine Temp-Nummer und dann hier checken, aber eigentlich ist das ja relativ... Genau. Ja, cool. Sehr coole Lösung, weil ihr im Endeffekt dadurch wirklich sehr, sehr viel spart auch, wenn ihr einfach nur die Liste schon sortiert annehmt und dann einfach besser macht. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr spannend. Darf man fragen, warum C? Also du hast vorhin schon gesagt, dass du mit Embedded Code arbeitest. Ja. Was genau machst du damit? Ja, also bei uns, bei Schanze, ich glaube auch bei den anderen Teams war es wahrscheinlich genauso. Wir haben eigens entwickelte Platinen, die programmieren wir dann mit C. Weil es einfach Embedded ist und Embedded mit was anderem. Das ist einfach C, ja. Genau. Und dazu kommt auch bei mir im Studium, bei uns an der Hochschule gibt es einen extra, würde ich fast sagen, Embedded-Studiengang. Da wird in Grundlagen der Programmierung macht man C und C++, also als Objektorientierung nicht Java oder Python. Ja. Und das gesamte Studium zieht sich dann halt durch, dass man C benutzt. Deswegen liegt es mir einfach mehr. Und alles, was ich so mit Python oder sowas gemacht hätte, war halt dann kleine Skripts oder sowas basteln. Ja. Und dafür wäre ich hier, glaube ich, auch wahrscheinlich auf die Lösung gekommen, aber mit sehr viel mehr googeln. Ja, eben. Und hier haben wir zweimal gegoogelt, ein paar Fehler und dann kurz den gemacht und dann gecheckt, warte mal, sind wir blöd. Dafür brauchen wir keine KI. Ja. Ja. Was genau macht ihr mit den Platinen? Also, natürlich. Wir machen hauptsächlich Sensorverarbeitung und GPIOs. Also wir haben sogenannte Smart-Sensoren, die sind bei uns an den Campus angeschlossen und an verschiedene Sensoren. Bei uns wären es jetzt der Bremsdrucksensoren oder Pneumatikdrucksensoren für unser autonomes Bremssystem oder Lenkwinkelsensoren, sowas. Ja. Und es ist dann einfach relativ einfaches analog einlesen, Daten verarbeiten und dann auf den Campus schicken, damit unsere Haupteinheit damit arbeiten kann. Die ist aber leider nicht in C, die ist bei uns mit Simulink, MATLAB Simulink, also dann modellbasiert, aber das ist auch ganz nett. Also es ist ein bisschen einfacher, weil es doch ein komplexes System ist. Ja. Und wenn man es dann modellbasiert ist es für die meisten verständlicher. Und da wir auch viele Nicht-Programmierer im Team haben, die Torque Vectoring oder Vehicle Dynamics Sachen machen, ist es einfach mit modellbasierter Software einfacher. Ja. Sehr, sehr spannend. Aber du hast gerade ein Stichwort gesagt, autonomes Bremssystem. Was heißt das? Bremssystem von selber? Genau, also wir haben ein autonomes Fahrzeug. Ja. Das sieht man hier in Formel Student Austria leider nicht, weil hier gibt es nur die manuelle fahrende Kategorie. Okay. Aber bei anderen Events, zum Beispiel in Ungarn, in Tschechien, in Deutschland, gibt es auch das autonome Fahren als Disziplin, wo die Fahrzeuge komplett autonom fahren. Also ohne also komplett auch müssen. Genau. Man darf auch nicht fernsteuern, gar nichts. Ja. Also die ganzen Teams entwickeln eigen die Algorithmen dafür. Und damit das Fahrzeug im Notfall stoppen kann oder auch am Ende wenn eine Mission gefahren ist, brauchen wir ein Bremssystem.
Klar. Ja. Und das ist dann das autonome Bremssystem. Und wie läuft das dann aber? Also ich meine, ihr entwickelt ja jetzt nicht komplett autonome Fahrzeuge, während Doch. alle... Also ich meine, ihr habt Hilfelinien auf dem Wir haben Cones. Ich kann es dir mal, ich weiß nicht, ob man meinen Bildschirm sehen könnte. Ich glaube, man sieht deinen Bildschirm. Dann kann ich es auch mal kurz zeigen. Man sieht ihn. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant auch. Ich kann es mal auf YouTube. Da sieht man es am besten. Track Drive. Die Strecke, die ist mit Hütchen ausgestellt. Die macht den, muss ja quasi Bilder. Unbezahlte Werbung, das können wir nicht zeigen. Ja, das schneiden wir raus, das hat niemand gesehen. So, und dann kann man hier jetzt schön sehen, dass die haben 2023, letztes Jahr, gewonnen. Okay. Die benutzen jetzt einen LiDAR und mit den LiDAR erkennen sie die Hütchen, Ja. wie man es hier sehen kann, und dann markieren sie eine Strecke. Genau. Und dann ist im Endeffekt die Route durch die Hütchen vorgegeben. Korrekt. Aber wenn ihr nur die Hütchen habt, dann ist es schon ziemlich schwer, glaube ich. Ja, aber ich glaube, es ist einfacher, als wenn man Linien hätte auf der Strecke. Ja, die müsst ihr erst machen, Weil man halt exakt die Punkte weiß und ist auch etwas größer. Ja. Man kann die Sensoren weiter unten platzieren. Man sieht hier, dieses Team hat den leider relativ weit unten. Ja. Und dann könnte man die Linie noch gar nicht richtig sehen. Bei uns persönlich ist unser System Vision-basiert, also Sicht-basiert. Ich habe leider das Video nicht da, aber ich glaube, wir haben es wahrscheinlich auf Instagram irgendwo drin. Aber bei uns haben wir dann ein KI-Modell, was die Hütchen erkennt und dann dadurch die 3D-Position bestimmen kann aus dem Video. Aus dem Video-Live-Feed sozusagen. Genau, richtig. Sehr spannend. Ungefähr, ich glaube, man kann es hier wahrscheinlich auch gut sehen. Schon wieder Werbung, was ist denn hier? Ja, das ist schon wieder Werbung. Genau. Also hier kann man es auch sehen, so ähnlich, die haben 2 Kameras zum Beispiel, das ist jetzt Starkstrom Augsburg, die haben den schnellsten Track Drive gehabt. Oh, das hatte doch Chalmers doch gerade auch. Na egal. Und ja, ähnliches Sehr System, erkenne Hütchen. Das heißt, das wird dann einfach mit Kameras sozusagen vorne. Ja, es kommt also auf das Team an. Ja. Wir persönlich benutzen Kameras, ich weiß jetzt nicht, was Starkstrom Augsburg benutzt, Chalmers benutzt einen LiDAR. Und da gibt es einfach verschiedenste Systeme, die Teams benutzen, weil halt jeder ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Ja. Und das ist auch das Coole daran. Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf morgen. Hast du Bock? Ja, Challenge aber ich glaub, 3? wir müssen wieder machen. Ja, Und es viel am Auto. Ein bisschen Luft noch im Schedule, aber müssen wir mal gucken. Also es hat mir sehr Spaß gemacht. Ihr könnt gerne einfach tagsüber auch kommen sonst. Ja. Also wenn ihr Bock habt, einfach vorbeikommen und dann machen wir. einfach probieren, ob ihr es schafft. Ja. Bin sehr gespannt. Sehr cool. Ja. Dann viel Erfolg euch. Ja, dankeschön. Und danke, dass ihr da wart. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So, Leute, wir haben noch einen Teilnehmer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht. Ich gucke gerade mal kurz in den Chat rein. Und dann kriege ich ja wahrscheinlich von euch das Feedback mit. Nicht so viel dabei gewesen. So. Okay. Jemand hat geschrieben wegen Link. Ich glaube, wir haben ein bisschen Delay verloren. Look at that. Ja, auf jeden Fall super spannend. Ich werde jetzt mich mal kurz rübersetzen und mir den Python-Code angucken. Wie gesagt, das lag an mir. Das war einfach schlecht formuliert am Anfang. How are you getting along? Since I made a rough start, oh yes, yeah, it didn't go well afterwards. But like I got so far, but I didn't count the possibility of the final number having to be regressed back to the start. So yeah, I'm trying to account for an extra case. Yes. Maybe it works. Otherwise, I think my team will call me around 5, so I must go. No worries. You can try on. Challenges will stay online, so yeah, sure. You can just move on, and Also, you can also the German keyboard. Yeah. I'm having a really You're used to rough the time. English one, right? Yeah. Yeah. A lot. So most of the time, I'm just looking for the For the keys, brackets yes. or. Yeah, sure. I'm always losing the double. I codes. I had to use an English keyboard for one time, and I had to write a text with it. And I was so confused because Y and Z are switched. So yeah, no, I completely understand. For me, Control Z is like this. Sure. So Control Z here, no, like Control Z with one hand. Yeah, sure.
Nice. So the challenges will stay online. You can also do them at home on your own laptop if you wish. Sure. I think we will just leave the link to Audi in there. So if you want to, you can just try it at home. I tried not using the chatbot, etc. Only a bit of Sure. Python documentation. Just test my own skills, but yeah, I guess they're not good enough. So you're also programming on your Yeah, car? I'm in the driverless department of my team. Driverless? Yeah, we don't really have the budget to implement one. Okay. But we've done it simulations and it works pretty well. Okay. Though mostly it is written in like we wrote most of it in Python and then we transcribed it to C++. Wow. Okay. So we have efficiency in speeds. So you're also participating in the autonomous driving challenge. This means, right? No, because we don't have it in our car. Okay. I see. Yeah, since we do designs for 2 years. Okay. And we have a limited budget of I don't want to say. Yeah. Sure. We don't have enough money to implement driverless. Yeah. Okay. But you code for your car. Yeah, we'll have simulations that work well, and we hope that next year having an electric vehicle will be in FSG to present it in design. Awesome. How did you do the simulations? We did it with Unreal Engine 4. Wow. Okay. Because we don't have a LiDAR. We only have an RGB camera with depth. Okay. So we need the realistic environments to be able to have light refractions and etc. So you can see what problems you'll have with localization and mapping. Okay, so basically you simulate the environment. We simulate everything, and we do everything with the ROS. And you can also use the data from there to basically have information for your actual we do car. everything from there, like perception, path planning. The only thing we can do is actuator control, which is mostly vehicle-based. But that has to do with the actuators themselves and the embedded systems. I see. Cool. But everything else can be done self-supervised here online. In Unreal Engine. It's basically an open source project called Carla. Okay. It's called Carla Simulator, and they collaborated with Unreal Engine. So they have a certain fork of Unreal Engine 4.6, I think. Okay. That they use in order to provide realistic simulations with the vehicle dynamics. That's the most important thing. I see. That you can calculate with suspension and drivetrain your vehicle dynamics, torque curves, etc. And put everything in Unreal Engine to have as much of a realistic environment as possible. Okay. Wow. That's awesome. Yeah. Cool. Well, thank you so much for participating. Thank you for having me here, even though it was a German event and I'm an outsider. No worries. So I'm happy you tried. I know that the keyboard layout. I think next time we'll have an English keyboard layout because many people here. Yeah. This was something that surprised me. Many teams were international. I didn't know that. There were teams from Greece, obviously. Yeah. There were teams from Hungary, from India, even from Australia. Someone said. Yeah, last year there were I think 2 American teams as well. Yeah. Zips and Fox. Yeah, Oregon was also here, I think. I think only one is here this year. Okay. Yeah. But Australians, it was a surprise for us as well because it's really far for them to come. Yeah, it is. And they have a lot of Greeks in the Australian team. Yeah. Like we walk around the campus speaking Greek and people answer us. Wow. And in other teams as well, like car racing has 2 Greeks and 4 Spanish people. Wow. Yeah. Yeah. So in our team we're all Greeks. We don't have any foreigners. Wow. It's really weird, yeah. But the competition is amazing. We love FSA. Yeah. And we're going to FSEs next. Awesome. Wow. Well, thank you so much. I'm excited and I'm so happy that you all participated. So thank you so much. We'll have a little chat. If you wish, you can come tomorrow as well for the harder challenges. Okay. I don't think we'll have an English keyboard layout until then. But I may, since now I know, I may go and borrow some of my teammates' laptops. You can do that. Which would make it way easier. Yes, yeah. I believe that. Also, I didn't really want to register to any ChatGPT or something from my foreign computer. I hope you understand with my account. Sure. Yeah. Like, I guess it's easier having another thing. Though I was jealous of the duck that I didn't think of it earlier. Oh, okay. I didn't think I didn't know it existed. Yeah.
you learn something every day. Okay. Awesome. Okay. So I will just check the live stream, the comments. Okay, dann gehen wir einmal noch kurz die Kommentare durch und sind eigentlich schon soweit am Ende. Also erstmal von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Morgen, wie gesagt, machen wir genau dasselbe nochmal mit einer härteren Challenge für die Leute, die sich heute unterfordert gefühlt haben. Kann mir jemand sagen, wie ich den Input zu den Challenges in TypeScript einlesen soll? Switch mal bei TypeScript zu einer anderen Sprache und dann switch wieder zurück zu TypeScript, dann siehst du es auch direkt. Ihr habt allerdings gar nicht mehr so lange Zeit für die Challenges. Wie gesagt, morgen gibt es die nochmal und danach lassen wir sie online. Das heißt, ihr könnt die danach auch wirklich frei lösen. Die sind dann aber gesunsettet ab 17 Uhr, ab 16 Uhr 45. Sie sind schon gesunsettet, das heißt, ihr könnt sie gar nicht mehr lösen. Wir haben ein bisschen überzogen. Genau. Dementsprechend war es das von meiner Seite auch schon wieder. Wie gesagt, wir sind hier noch morgen beim Formula Austria, vom Student Formula Austria. Das heißt, ja, wir werden morgen nochmal die schwere Challenge machen, nochmal einen Livestream machen für euch. Und wer hier vor Ort ist, der kann natürlich gerne mal vorbeikommen. Ansonsten gibt es das Ganze auch in Deutschland im August. Das werde ich auch nochmal dann separat posten am Hockenheimring. Und genau, ansonsten seid einfach morgen wieder dabei. Wenn ihr ein bisschen Challenges sehen wollt, ein bisschen Coding sehen wollt, vielleicht ein paar interessante Insights zu zum Formula Student Austria hier, also zum FSA. Das heißt, falls ihr da Interesse habt, dann unten ist auch noch, glaube ich, ein Link zum Formula. Und da seht ihr dann auch, wie eigentlich mittlerweile so viel mehr Software ist, als es Hardware ist, was mich komplett fasziniert hat. Hätte ich tatsächlich